Beste Mensen, hier ist Silko van Dijk auf der Insel Schokland oder eigentlich auf der ehemaligen Insel Schokland. Ja, was für eine seltsame Geschichte die Insel hat, vor allem warum sie keine Insel mehr ist und was eigentlich das Tragische an der ganzen Sache ist. Na, davon handelt dieses Video. Viel Spaß! Schokland ist heute ein Weltkulturerbe und wenn man daran vorbeifährt, fährt man wahrscheinlich dran vorbei, wenn da nicht die Beschilderung wäre, denn man sieht eigentlich von weitem kaum, dass hier früher mal eine Insel war. Also es gibt hier eine bestimmte Anhöhe, aber ansonsten ist Schokland jetzt nicht so besonders anders, dass man sie sofort erkennen würde, auch wenn man auf Luftbildern, wenn man ein bisschen weiß, worauf man achten muss, schon die ehemalige Insel Schokland wiedererkennt. Ja, was heißt ehemalige Insel Schokland? Schokland war früher wie Urk eine Insel im Atlantischen Ozean. Also jetzt nicht im Atlantik in dem Sinne, aber die Nordsee ist ja ein Nebenmeer des Atlantiks. Ja, und die Nordsee hatte früher noch einen weiteren Meeresarm, eine Meeresbucht mit dem Namen Zuiderzee. Und diese Zuiderzee, ja, mit Salzwasser war eine Meeresbucht und wenn man hier in Schokland mit dem Schiff abgelegt hat, dann konnte man direkt bis nach New York fahren, theoretisch gesehen zumindest. Ja, und hier auf Schokland oder hier in der Umgebung, es gab eine große Sturmflut im Jahr 1825, da sind ganz große Teile der Niederlande überschwemmt worden, auch die Insel Schokland, und es hat Tote gegeben und da hat man sich gesagt, naja, Schokland, da leben auch nicht so viele Leute und die ist auch nicht so sicher wie die andere Insel. Schokland werden wir jetzt mal entvölkern. Es kam also zu einer Entvolking. Dann hat man dann die Fischer und ihre Familien dann weggenommen von ihrer Insel und stattdessen in der Stadt Kampen weiter südlich angesiedelt, wo die sich dann nicht so besonders gut integriert haben, was natürlich schwierig ist, wenn man so eine kleine Gemeinschaft von einer Insel ist. Ja, und was ist dann passiert? Schokland war irgendwann keine Insel mehr. Das ging nämlich so, dass man im Jahr 1932 den Abschlussdeich, den Afsluitdijk, gebaut hat. Das bedeutete, man hat die Zuiderzee von der übrigen Nordsee getrennt, vom Wattenmeer würde man heute sagen. Ja, und die Zuiderzee wurde dann ein Süßwassergewässer, ein Süßwassersee namens IJsselmeer. Und im Jahre 1940 ist dann ein Damm fertig geworden, wodurch dann Urk und Schokland dann Teil des späteren Nordostpolders wurde, also des neuen trockengelegten Landes. Man hat erst einen Damm gebaut und dann das Wasser, was dann noch da war, weggepumpt. Ja, und so um 1942 entstand dann hier der Nordostpolder und mittendrin dann, nein, nicht mittendrin, im Süden, liegt die ehemalige Insel Schokland. Ja, das IJsselmeer bzw. die Zuiderzee, die waren auch nie so besonders tief, so im Durchschnitt 4 Meter und gerade hier jetzt nicht so besonders tief. Das heißt also, man kann sehen, wo es heruntergeht, früher zum Meer, aber so besonders herausstechend wie im Falle von Lummerland ist das bei der ehemaligen Insel Schokland nicht. Ja, und heute, was sieht man hier bei Schokland? Also man muss erst einmal Eintrittsgeld bezahlen und dann kommt man dann durch ein kleines Gebäude dann in den Bereich, ja, da wo früher dann eben der Hauptort der Insel war. Und man kann dann noch ein bisschen weiter laufen dann und versuchen zu sehen, wo denn früher einmal die Insel gewesen ist. Könnt ihr mir vorstellen, wenn ihr mal ein bisschen im Norden der Niederlande seid, im Nordosten der Niederlande und den Nordostpolder oder vielleicht auch Flevoland besuchen wollt, den Flevopolder, ja, dann ist vielleicht Schokland ein wunderbarer Abstecher, wenn ihr auf dem Weg zum Beispiel nach Urk seid.